Sie wurde zur Legende, noch bevor sie 35 Jahre alt war. Königin Luise von Preußen, schön, mutig, verehrt. Doch wer war sie, bevor sie zur Ikone wurde? Ein Mädchen aus einem kleinen Fürstentum, geboren in einer Zeit, als Revolutionen Europa erschütterten. Und was wurde aus ihren Kindern? 10. März 1776, Hannover. Im Gouverneurspalais kommt Luise Auguste Wilhelmine Amalie zur Welt. Ihr Vater, Prinz Karl von Mecklenburg-Strelitz, Statthalter des britischen Königs. Ihre Mutter, Friederike von Hessen-Darmstadt, erst 24 Jahre alt. Luise wächst in einer großen Familie auf, umgeben von Geschwistern, Geborgenheit und Wärme. Doch das Glück währt nicht lange. 1782 stirbt die Mutter, mit nur 29 Jahren im Kindbett. Für die 6-jährige Luise ein tiefer Schock. 2 Jahre später heiratet der Vater erneut, die Tante Charlotte. Für kurze Zeit kehrt Wärme zurück. Doch auch sie stirbt nach der Geburt. Mit 8 Jahren hat Luise 2 Mütter verloren. Früh lernt sie, wie zerbrechlich das Leben ist. 1786 wird die Familie getrennt. Die Brüder bleiben beim Vater. Luise zieht mit den Schwestern zur Großmutter nach Darmstadt. Marie-Louise Albertine. Klug, aufgeklärt, resolut. Sie schenkt den Kindern etwas Ungewöhnliches: Freiheit. Keine starre Hofetikette, sondern Natur, Nähe, Ungezwungenheit. Hier darf Luise wieder Kind sein. Eine neue Frau tritt in ihr Leben, Salome de Jolyeux aus der Schweiz. Sie folgt Rousseaus Idealen, Liebe statt Strenge, Geduld statt Drill. Für Luise wird sie Lehrerin, Vertraute, Ersatzmutter, eine Bindung fürs Leben. Luise ist lebhaft, charmant und ungestüm. Jungfer Husch nennen sie die Leute. Aber sie ist auch widerspenstig, schwer zu lenken. Schon als Kind füllt sie jeden Raum mit ihrer Präsenz. Sie führt Tagebuch und berichtet über kleine Vergehen und sanfte Strafen, über ihre Gedanken und Gefühle. Ich nahm meine Lektionen, aber nicht gut, schreibt sie. Wir sollten 2 Seiten abschreiben, weil die erste nicht gut war. Ich bin sehr unzufrieden mit mir selbst. Der Lehrplan ist streng. Französisch, Religion, Tanz, Klavier. Doch Luise ist keine Musterschülerin. Fehler, Ungeduld, Widerworte. Und doch gewinnt sie die Herzen mit Natürlichkeit. In Frankfurt besucht sie ihre Schwester und erlebt eine neue Welt. Therese ist seit 1787 mit dem späteren Fürsten Karl Alexander von Thurn und Taxis verheiratet. Frankfurt ist eine freie Reichsstadt, ein Zentrum des Handels und der Kultur. Hier lernt Luise eine andere Welt kennen. Hier trifft sie auf Bürger, die durch Handel und Gewerbe zu Wohlstand gekommen sind, weniger durch Geburt und Rang als von Leistung und Bildung. Besonders prägend sind die Besuche im Haus von Katharina Elisabeth Goethe, der Mutter des berühmten Dichters. Die lebenslustige, gebildete Frau führt einen offenen Salon, in dem sich Künstler, Gelehrte und interessante Persönlichkeiten treffen. Hier erlebt Luise eine Atmosphäre der Ungezwungenheit, die sie begeistert. Die frühen Verluste führen sie zu Gott. Sie entwickelt eine tiefe persönliche Frömmigkeit, kein äußerlicher Zwang, innerer Halt. Wahre Größe, schreibt sie, liegt nicht im Glanz, sondern in Bescheidenheit, Pflicht und Dienst am Nächsten. Unter Salome de Jolyeus liebevoller Führung wächst Luise zu einer starken Persönlichkeit heran. Die Dankbarkeit gegenüber ihrer Gouvernante wird Luise ihr ganzes Leben begleiten. Noch als Königin wird sie ihr schreiben: Niemals, meine liebe Jolyeus, werde ich vergessen, was Sie für mich getan haben, und mein ganzes Leben werde ich Sie dafür segnen. März 1793, Frankfurt am Main. Luise ist 17, als sie den Kronprinzen von Preußen trifft. 5 Tage später hält er um ihre Hand an. Keine Entscheidung aus Liebe,
Es ist Politik. Am Heiligabend 1793 wird sie ihn heiraten. Ihre Jugend endet und das Schicksal einer Königin beginnt. Es ist Winter 1793. Luise und ihre Schwester Friederike fahren nach Berlin. An ihrer Seite Gräfin Sophie von Voss, streng, erfahren, Hüterin der Hofetikette. Für Luise, die Freiheit gewohnt ist, ein Schock. Die Stadt Berlin, 170.000 Einwohner, preußische Strenge statt Glanz. Am Stadttor wird sie empfangen. Schon hier zeigt sie ihre Art, herzlich und unkonventionell. Es ist Heiligabend 1793. Luise heiratet den Kronprinzen. 2 Tage später Friederike Prinz Louis. Die Feierlichkeiten gelten als Neuanfang. Luise tanzt den verbotenen Walzer. Das Volk liebt sie. Die Hofgesellschaft murrt. Luise stolpert über die Regeln des Hofes. Zu viel Freude, zu viel Natürlichkeit für die Strengen. Doch sie findet Freundinnen, wie Luise von Radziwiłł, und gewinnt ihr Volk nicht durch Pomp, sondern durch Menschlichkeit. Friedrich Wilhelm, 22, schüchtern, wortkarg, soldatisch. Kein glänzender Redner, kein Charmeur, aber privat sucht er Nähe, Einfachheit, Familie. Mein Mann, meine Frau, so sprechen sie voneinander. Spaziergänge ohne Gefolge, Besuche auf Märkten. Eine Revolution für ein Königshaus. Statt Prunk suchen sie das einfache Leben. In Paritz feiern sie mit Bauern das Erntefest. Das Volk sieht, dieses Paar ist anders. Nähe statt Distanz, Familie statt Hofzwang. In Paritz vermisst die Gräfin Voss die höfische Pracht, die bislang selbst die Sommerwohnsitze geprägt hat. Erst nach und nach lernt die ältere Dame die neue Art des Lebens auf dem Land zu schätzen. Die Berliner Künstler liegen Luise zu Füßen. Dichter, Maler, Bildhauer, sie alle sind fasziniert von Luises Grazie und ihrem neuen Stil. Künstler wie Schadow verewigen sie und Friederike in der berühmten Doppelstatur. Ein Kult um Luise beginnt. Sie ist nicht nur Prinzessin, sie wird Modefigur und Herzensfigur. Berlin, Winter 1793. Die 17-jährige Kronprinzessin Luise steht am Anfang ihres neuen Lebens. Kaum verheiratet, lastet eine schwere Pflicht auf ihren Schultern. Sie soll die Hohenzollern-Dynastie sichern. Jede Schwangerschaft wird mit Spannung erwartet. Jede Geburt ist ein Ereignis für ganz Preußen. Schon wenige Monate nach der Hochzeit wird Luise schwanger. Die Hoffnungen sind groß, doch das Kind kommt tot zur Welt. Für die junge Frau ist es ein traumatischer Schlag. In einem Brief an ihren Bruder Georg schreibt sie: Ach, wenn ich dir von meinem Kind schreiben könnte, so aber kann ich dir nur sagen, es war schön, meine Tränen ersticken mich. Das tödliche Kindbettfieber verschont sie, sie überlebt und sie zeigt schon hier eine Stärke, die ihr ganzes Leben kennzeichnen wird. 1795 bringt sie Friedrich Wilhelm zur Welt, den späteren König Friedrich Wilhelm IV. 2 Jahre später folgt Wilhelm, der erste deutsche Kaiser. Mit diesen beiden Söhnen ist die Dynastie gesichert. Insgesamt 10 Kinder erblicken das Licht der Welt. Charlotte, die spätere Zarin von Russland, Alexandrine, Karl, Marie, Albrecht. 3 verliert sie, 7 erreichen das Erwachsenenalter. Jedes Kind sieht sie nicht nur als Prinzen oder Prinzessin, sondern als eigene Persönlichkeit. Das Kronprinzenpalais in Berlin füllt sich mit Kinderstimmen. Kaum ist ein Kind geboren, folgt schon die nächste Schwangerschaft. Und doch unterscheidet sich diese Familie von allen bisherigen am Hof. Luise stillt ihre Kinder selbst, ungewöhnlich für eine Prinzessin. Sie spielt mit ihnen, erzählt Geschichten, singt Lieder, tröstet sie, wenn sie weinen. Die Untertanen bewundern sie. In einer Zeit, in der das bürgerliche Familienideal entsteht, verkörpert Luise es, mitten im Königshaus. Doch auch Luise bleibt nicht verschont.
3 Kinder verliert sie. Besonders hart trifft sie der Tod der kleinen Friederike im März 1800. Nachts weint sie um ihr Kind. Am Tag schenkt sie dem kranken König ein Lächeln, um ihn zu ermutigen. Ihr Glaube trägt sie. Sie sieht in allem den Plan Gottes. So nimmt sie die schwersten Schicksalsschläge hin. Tapfer, gottesfürchtig, aber niemals ohne Herz. Luise hat klare Vorstellungen, wie ihre Kinder aufwachsen sollen, bescheiden, trotz ihrer hohen Geburt. Sie sollen verstehen, dass ihr Rang nicht nur ein Privileg ist, sondern eine Pflicht. Sie lehrt sie, dass wahre Größe nicht in Titeln liegt, sondern im Charakter, dass Macht nur dann Wert hat, wenn sie gerecht ausgeübt wird und dass ein König seinem Volk verpflichtet ist. Gleichzeitig will sie, dass ihre Kinder eine Kindheit haben. Sie lässt sie spielen, lachen, unbeschwert sein. In einer Welt, in der Königskinder oft früh in Etikette und Protokoll gepresst werden. Luise richtet Kinderzimmer ein, lässt Spielzeug und Bücher anschaffen. Abends sitzt die Familie zusammen, liest, erzählt, spielt. Auch Friedrich Wilhelm macht mit. Er erklärt den Söhnen die Welt, bereitet sie auf ihre Aufgaben vor. Gemeinsam mit Luise schafft er etwas Neues. Ein Königspaar, das nicht nur Herrscher, sondern Vater und Mutter ist. Selbst die kritische Gräfin Voss muss anerkennen, das Kronprinzenpaar lebt häuslich und glücklich. Die Euphorie am Hof ist willkommen, denn die Zeiten Friedrichs des Großen sind vorbei. Preußens Glanz verblasst. 1793 kehrt König Friedrich Wilhelm II. Aus einem unglücklichen Feldzug gegen Frankreich zurück. Er polarisiert. Sein Lebenswandel sorgt für Spott. 2 geheime Ehen, zahlreiche Mätressen. Hinter vorgehaltener Hand nennt man ihn den dicken Lüderjan. Sommer 1796. Zum ersten Mal kehrt Luise zurück in die Heimat ihrer Kindheit. Ihr Vater Karl ist inzwischen Herzog. Überraschend trifft sie in Hohenzieritz ein. Karl, ein Freund der Künste, hat das Schloss zu einer prächtigen Anlage ausgebaut. Besonders die Gärten im englischen Stil faszinieren Luise. Doch zwischen all der Schönheit steht ein Denkmal für seine verstorbenen Ehefrauen. Ein Ort, der in Luise den schmerzlichen Verlust ihrer Mutter wachruft. 16. November 1797. König Friedrich Wilhelm II. Stirbt im Marmorpalais. Das Reich erwartet Ihre Führung. Wir übernehmen die Verantwortung. Sein Sohn Friedrich Wilhelm, erst 27 Jahre alt, folgt ihm, unvorbereitet, aber mit dem festen Willen, die Moral am Hof wiederherzustellen. An seiner Seite steht Luise, nun Königin. Sie ist erst 21, voller Energie, voller Pflichten. Und sie wird gebraucht, wie nie zuvor. Napoleon beendet die Revolution und baut eine neue Art von Monarchie, militärisch, rücksichtslos. Seine Armeen brechen in die Schweiz, nach Italien, ins Reich. Preußen hält an der Neutralität fest, ein Schutz, der dünn wird. 1801 besteigt Zar Alexander I. den russischen Thron, offiziell neutral, inoffiziell auf Bündnissuche. Europa sortiert sich neu. Memel, Juni 1801. Der König trifft Alexander I. Luise wartet auf den Zaren. Er küsst ihre Hand. Sie neigt den Kopf, wie es der russische Brauch verlangt. Ausgelassene Stimmung, lange Ausritte, Gespräche unter 4 Augen. Der Zar drängt auf ein Bündnis. Nach 6 Sommertagen folgt der Abschied. 1805 Berlin. Alexander I. kommt zum Staatsbesuch und bleibt kühl. War die Wärmetaktik ein kalkulierter Charme für ein Bündnis? Luise verlässt den Saal in Tränen. Und doch entsteht ein Bild von Gewicht. In der Gruft der Garnisonskirche am Sarg Friedrichs des Großen besiegeln Preußen und Russland das Bündnis per Handschlag. Am Verhandlungstisch bleibt Luise außen vor. Politik ist Männersache. Friedrich Wilhelm notiert später, sie habe keinen direkten Einfluss gehabt. Und doch urteilt sie klar mit gesunder, reiner Vernunft. Das Maß ist voll. Luise nennt Napoleon einen moralischen Unhold. Am 9. Oktober 1806 erklärt Preußen den Krieg. Das Volk jubelt ihr zu. Napoleon macht sie zur Anführerin der Kriegstreiber.
Es wird alles gut. Friedrich Wilhelm ist 11, Wilhelm 9, Charlotte 8, Karl 5, Alexandrine 3. Sie spüren die Spannung im Palais, flüstern in den Gängen, ernste Gesichter, späte Rückkehr des Vaters. Luise schützt, tröstet, hält Alltag zusammen. 5 Tage nach der Kriegserklärung, doppelte Niederlage bei Jena und Auerstedt, über 30.000 Tote. Der König flieht, der Hof flieht, Napoleon zieht durch das Brandenburger Tor in Berlin ein. Die Stadt wird besetzt, der Adel ist fort. Soldaten werden einquartiert, Vorräte schwinden. Für Luise beginnt eine demütigende Flucht nach Osten, getrennt von Teilen der Familie, mit der Angst um ihre Kinder. Über Auerstedt, Weimar, Blankenhain erreicht Luise Königsberg. Schwerkrank, Nervenfieber, Typhus. Napoleon rückt nach. Ich falle lieber in die Hände Gottes, als in die dieses Mannes, sagt sie und bricht nach Memel auf. Frost, Schneestürme, die kurische Näherung, kaum passierbar. Nach 3 Tagen die Ankunft. Erstaunlicherweise geht es ihr etwas besser. Unterwegs bricht ein Kutschenrad. Die Kinder sind müde, hungrig, weinen. Luise steigt aus, zeigt auf die blauen Blumen im Feld. Kornblumen. Wilhelm I. erinnert sich Jahrzehnte später. Wenn ich heute die liebliche blaue Blume betrachte, glaube ich, die Tränen der treuesten aller Mütter glitzern zu sehen. Ein Bild für die Ewigkeit. In Memel, später in Königsberg, erleben die Kinder die Ohnmacht ihrer Eltern. Der König, der nichts ausrichten kann. Die Königin, die um Gnade bitten muss. Friedland bringt Napoleon den nächsten Sieg. Zar Alexander muss verhandeln. Auf einem Floß treffen sich die Kaiser. Preußens König schaut vom Ufer zu. Während Luise nach Tilsit reist, bleiben die Kinder in Memel zurück, in Angst. Gräfin Radziwiłł überliefert Luises Worte an Napoleon. Ich bin Ehefrau und Mutter, und als solche empfehle ich Ihnen das Schicksal Preußens. Ich wende mich an Ihr großzügiges Herz. Eine Bitte, keine List. Napoleon macht Komplimente über ihre Garderobe. Politisch bleibt er hart. Der Frieden von Tilsit zerreißt Preußen. Gebietsverluste im Westen und Osten. Das Herzogtum Warschau, das Königreich Westfalen entstehen. Reparationen, Kontinentalsperre, leere Kassen. Ein Land am Boden. Berlin, Dezember 1809. Nach 3 Jahren Flucht, Demütigung und Kampf kehrt die königliche Familie zurück. Festlich geschmückte Straßen, Jubel für Luise. Sie ist wieder zu Hause. Aber nicht mehr die strahlende junge Frau, die einst Berlin eroberte. Die Jahre haben Spuren hinterlassen. Mit 32 Jahren ist sie gezeichnet von Krankheit und Erschöpfung. Noch ahnt niemand, dass ihr nur wenige Monate bleiben. Monate, in denen sie Kraft sammelt, die Kinder um sich schart und Frieden sucht. Seit der Flucht ist ihre Gesundheit zerrüttet, Atemnot, eine immer wiederkehrende Krankheit, wahrscheinlich ein schweres Lungenleiden, vielleicht Tuberkulose. Die Medizin kann wenig ausrichten. An den Bruder schreibt sie, das Klima in Preußen ist abscheulicher, als es ausgedrückt werden kann. Meine Gesundheit ist völlig zerrüttet. Der geplante Sommer in Bad Pyrmont fällt aus. Preußens Kassen sind leer. Zudem halten sich dort 2 Brüder Napoleons auf. Stattdessen eine Reise nach Neustrelitz zu Vater Herzog Karl. Auch die Großmutter aus Darmstadt ist dort. Gräfin Voss, über 80, begleitet sie. An den Vater schreibt Luise, ich glühe vor Freude und schwitze wie ein Braten. 25. Juni 1810. Luise trifft in Neustrelitz ein. Der König will nachkommen. Bald zieht man weiter nach Schloss Hohenzieritz, die Sommerresidenz des Herzogs, der Ort glücklicher Kindheitstage. Luise geht spazieren, spricht mit Vater und Großmutter. Es scheint, als könne sie sich erholen. 30. Juni 1810. Die geplante Fahrt nach Rheinsberg wird abgesagt. Fieber. Der Landarzt sieht eine Lungenentzündung, nicht lebensgefährlich. Auch der herbeigerufene Leibarzt des Königs beruhigt zunächst. 16. Juli. Erstickungsanfälle. Gräfin Voss schickt Eilboten nach Berlin.
Kurz vor 5 Uhr morgens trifft Friedrich Wilhelm III. Mit den beiden ältesten Söhnen in Hohenzieritz ein. 4 Stunden später stirbt Luise. Sie ist 34 Jahre alt. Die Nachricht breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Berlin trauert. Glocken, Menschen auf den Straßen. Die Königin der Herzen ist tot. Der Trauerzug rollt nach Berlin, zum Hof, zu den Kindern, zum Volk. Abschied von einer Frau, die mehr war als eine Königin. Symbol von Hoffnung und Schmerz. Doch was wurde aus ihren Kindern? Als König versuchte Friedrich Wilhelm IV. Preußen zu modernisieren. Verfassung, mehr Rechte, ein geeintes Deutschland unter preußischer Führung. Vieles blieb ein Wunsch. 1848 überfordert ihn. Die Einigung misslingt. Wilhelm I. erfüllt den Traum der Einheit, nicht durch Liberalismus, sondern durch Ordnung und Stärke. 1871 wird er deutscher Kaiser. Bis ins Alter legt er Kornblumen auf Luises Grab in Charlottenburg. Die liebliche blaue Blume erinnert ihn an jenen Tag der Flucht. 1870, vor dem Krieg gegen Frankreich, legt er sie erneut nieder. Preußen tilgt die Schmach von 1806. Deutschland wird geeint. Charlotte heiratet 1817 den russischen Thronfolger Nikolaus und wird 1825 als Alexandra Fjodorowna Zarin. Sie lebt Luises Vermächtnis in einem fremden Reich mit der Sorge für Arme, Krankenhäuser, Schulen, Nähe zum Volk. Auch sie kennt Leid, verlorene Kinder, Krankheit, die Strenge des Hofes. Alexandrine wird Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, ein stilles, zufriedenes Leben. Karl wird General und Politiker, kämpft in den Befreiungskriegen. Marie erlebt noch die Reichsgründung. Albrecht, derjenige, der sich an Luise am wenigsten erinnern kann, wird General. Die Welt ändert sich, doch Luises wahres Vermächtnis steht nicht in Stein und Orden, sondern in Haltung. Dass Größe nicht aus Macht wächst, sondern aus Liebe zu den Kindern, zum Volk, zum Land und dass eine Königin kniend im Gras Kornblumen pflückt und damit eine Nation tröstet.